Wenn ein Narzisst merkt, dass du ihn durchschaut hast, kann das für dich gefährlich werden. Denn in diesem Moment verliert er etwas, das für ihn überlebenswichtig ist: die Kontrolle über dich. Was vorher vielleicht wie eine normale, manchmal sogar charmante Verbindung wirkte, kann sich dann schlagartig in ein psychologisches Minenfeld verwandeln. Es geht nicht mehr nur um verletzte Gefühle, es geht um Macht, um Manipulation und oft um gezielte Rache. Du musst wissen, ein enttarnter Narzisst wird nicht klein beigeben. Er wird kämpfen, nicht mit Fäusten, sondern mit den Waffen, die er am besten beherrscht: Lügen, Verdrehungen, Intrigen. Und wenn du nicht vorbereitet bist, kann das, was jetzt folgt, dich emotional, sozial und sogar finanziell schwer treffen. Bevor wir tiefer einsteigen, eine Bitte. Wenn dich dieses Thema betrifft oder du gerade versuchst, dich aus einer toxischen Beziehung zu befreien, bleib unbedingt bis zum Ende dran. Ich zeige dir nicht nur, welche Reaktionen jetzt auf dich zukommen können, sondern auch konkrete Strategien, wie du dich davor schützt. Und wenn du nichts davon verpassen willst, abonniere jetzt den Kanal und aktiviere die Glocke, so bekommst du alle neuen Videos direkt angezeigt. Denn je besser du vorbereitet bist, desto geringer ist die Gefahr, dass du in diese psychologische Falle tappst. Lass uns gemeinsam Schritt für Schritt ansehen, wie Narzissten ticken, wenn ihr Spiel plötzlich nicht mehr aufgeht. Stell dir den Narzissten wie einen geschickten Anlagebetrüger vor. Solange sein Spiel funktioniert, zeigt er sich von seiner besten Seite. Er macht dir Versprechungen, malt dir eine glänzende Zukunft aus und sorgt dafür, dass du immer wieder Hoffnung schöpfst. Beim Anlagebetrüger klingt das vielleicht so: Ja, die Kurse sind gerade gesunken, aber das ist nur ein Zeichen. Bald wird es einen riesigen Gewinn geben. In einer Beziehung mit einem Narzissten sind die Worte anders, doch die Strategie dahinter ist identisch. Er sagt dir vielleicht: Ich werde mich ändern. Ich höre auf, dich zu verletzen. Bald wird alles besser zwischen uns. Solange er glaubt, dass du ihm diese Versprechen noch abnimmst, hält er die Illusion aufrecht. Doch je länger du dir sein Verhalten gefallen lässt, desto sicherer fühlt er sich. Er beginnt zu glauben, dass du abhängig von ihm bist, so wie von einer Droge. Wenn du einmal sein Fremdgehen verziehen hast, warum nicht ein zweites oder drittes Mal? Wenn du einmal geschluckt hast, dass er dich beleidigt, warum nicht immer wieder? Und hier liegt die Gefahr. Mit der Zeit verschleiert er seine Absichten immer weniger. Er weiß, welche Knöpfe er drücken muss, um dich zurück in seine Spur zu bringen. Früher hat er sich vielleicht noch Mühe gegeben, ein Alibi zu basteln. Jetzt reicht ihm eine kurze Nachricht, um sein Fernbleiben zu rechtfertigen, selbst wenn du längst ahnst, dass mehr dahinter steckt. Im nächsten Abschnitt sehen wir uns an, woran er erkennt, dass du ihn durchschaut hast und warum dieser Moment so entscheidend ist. Ein Narzisst merkt oft schneller, dass du ihn durchschaut hast, als du es ihm jemals sagen würdest. Er braucht keine direkten Worte, er spürt es an deinem Verhalten. Vielleicht fängst du an, seinen Aussagen nicht mehr blind zu glauben. Früher hast du seine Behauptungen einfach hingenommen, heute fragst du nach. Du stellst Gegenfragen, forderst Beweise oder lieferst sogar selbst Beweise, die seine Geschichte ins Wanken bringen. Das irritiert ihn, denn bisher warst du ein berechenbarer Teil seines Spiels. Er bemerkt auch, dass sich deine emotionale Haltung verändert. Wo früher Verständnis, Wärme und Zuneigung waren, spürt er nun Distanz. Deine Reaktionen werden sachlicher, kühler, kontrollierter. Vielleicht wirft er dir sogar vor, eiskalt geworden zu sein. Doch in Wahrheit ist es einfach der Moment, in dem du dich innerlich schützt. Und er registriert, wenn du seine Nähe meidest. Das kann in einer Partnerschaft körperliche Distanz sein, Berührungen, die du nicht mehr zulässt. Oder im beruflichen oder familiären Umfeld, dass du Begegnungen aus dem Weg gehst. Narzissten sind von Natur aus misstrauisch. Sie suchen ständig nach Anzeichen, dass jemand sie nicht mehr bewundert oder liebt. Wenn sie spüren, dass die Zufuhr deiner Zuneigung versiegt, löst das in ihnen Alarm aus, fast wie eine lebensbedrohliche Situation. Genau in diesem Moment steigt das Risiko, denn jetzt bereitet er seinen Gegenschlag vor, und dieser kann alles andere als harmlos sein. Ein Narzisst wird selten einfach verschwinden, wenn er merkt, dass du sein Spiel erkannt hast.
Stattdessen wechselt er in den Angriffsmodus, und zwar mit den Waffen, die er am besten beherrscht. Zuerst wird er versuchen, sein Gaslighting zu verstärken. Er wird dir einreden wollen, dass du dir alles nur einbildest, dass du übertreibst, überempfindlich bist oder sogar nicht mehr ganz bei dir. Diese Manipulation ist sein Versuch, dein Vertrauen in dich selbst zu zerstören, damit er wieder die Kontrolle bekommt. Dann kann er gezielt Druck aufbauen. Manche Narzissten greifen zur Erpressung. Sie drohen, Geheimnisse auszuplaudern, dich bei anderen schlecht zu machen oder sogar mit rechtlichen Konsequenzen. Andere versuchen, dein soziales Umfeld gegen dich zu wenden, indem sie dich als instabil, undankbar oder illoyal darstellen. Je stärker du dich entziehst, desto kreativer und skrupelloser kann er werden. Manche erhöhen den emotionalen Druck, andere setzen auf Einschüchterung. Das Ziel ist immer dasselbe: dich wieder an den Punkt zu bringen, an dem du ihm nachgibst. Und genau hier musst du besonders wachsam sein. Denn jetzt gilt es, keine impulsiven Fehler zu machen, die ihm in die Hände spielen könnten. Wenn dir dieses Thema wichtig ist, dann abonniere jetzt den Kanal, damit du keine weiteren Strategien verpasst. Es ist entscheidend, vorbereitet zu sein, denn Wissen ist deine beste Verteidigung. Um zu verstehen, wie ein enttarnter Narzisst vorgeht, wenn er die Kontrolle verliert, möchte ich dir 2 reale Fälle schildern. Die Namen sind geändert, aber die Situationen haben sich so ereignet. Fall 1. Lydia. Nachdem Lydia erkannt hatte, wie ihr Partner sie manipulierte, zog sie sich innerlich immer mehr zurück. Daraufhin ging er auf ihren Freundeskreis und ihre Familie zu und verbreitete gezielt Gerüchte. Er behauptete, Lydia sei psychisch instabil, habe selbstzerstörerische Gedanken und erzähle Lügen über Freunde und Angehörige. Sein Ziel: sie isolieren und unglaubwürdig machen, damit niemand ihren wahren Schilderungen über ihn glaubt. Gleichzeitig erzählte er Lydia, alle in ihrem Umfeld hätten diese Veränderung bemerkt. Ein massives Gaslighting, das ihre Realität ins Wanken bringen sollte. Fall 2. Birgit. Birgit arbeitete als selbstständige Grafikerin und nahm gelegentlich kleine Aufträge aus dem Bekanntenkreis an, manchmal ohne Rechnung. Nachdem ihr Partner erkannte, dass sie ihn durchschaut hatte, drohte er, diese Zahlungen beim Finanzamt zu melden. Er malte ihr aus, dass sie vor Gericht landen, ihre Kunden verlieren und als Betrügerin gebrandmarkt werden würde. Sein Ziel: Angst zu erzeugen und sie so wieder gefügig zu machen. Beide Fälle zeigen, ein enttarnter Narzisst nutzt jede Schwäche, jede Information und jede Unsicherheit, um seine Macht zurückzugewinnen. Und genau deshalb ist es so wichtig, seine Methoden zu kennen und vorbereitet zu sein, wenn er den Gegenschlag startet. Wenn ein Narzisst erkennt, dass du ihn durchschaut hast, musst du vorbereitet sein. Sonst nutzt er jede Gelegenheit, um dich zurück in seine Kontrolle zu bringen. Hier sind 3 erprobte Strategien, die dir helfen, standzuhalten. Erstens: bleib bei deiner Entscheidung, ohne Ausnahmen. Sag klar und ruhig: tu, was du willst. Meine Meinung über dich ändert sich nicht. Damit nimmst du seiner Drohung den Wind aus den Segeln. Jede Erpressung, jeder Angriff wird dann zum Beweis, dass deine Entscheidung richtig ist. Zweitens: fall nicht auf Besserungsversprechen herein. Manche Narzissten gestehen Fehler ein, geloben Veränderung und versprechen eine neue, bessere Zukunft. Wenn du in der Vergangenheit erlebt hast, dass diesen Worten keine Taten folgten, dann bleib konsequent. Sag: egal, was du mir versprichst, ich will diese Nähe nicht mehr. So verhinderst du, dass er dich wieder in seinen Kreislauf aus Manipulation und Enttäuschung zieht. Drittens: nimm ihm den Raum für seine Intrigen. Informiere enge Freunde, Familie oder Kollegen, bevor er sie gegen dich aufhetzen kann. Erzähle ihnen offen, was vorgefallen ist und wie er reagiert hat. So läuft sein Versuch, dich zu isolieren oder zu diskreditieren, ins Leere. Wenn du diese 3 Schritte verinnerlichst, verliert der Narzisst einen Großteil seiner Macht. Er merkt, dass seine Waffen stumpf werden, und das zwingt ihn oft dazu, sich zurückzuziehen. Wenn du standhaft bleibst, passiert oft etwas Bemerkenswertes.
Der Narzisst hält deine Nähe nicht mehr aus. Jedes Mal, wenn er dich sieht, spürt er diese bittere Erkenntnis, dass du ihn durchschaut hast, dass du ihn nicht mehr so siehst, wie er sich selbst sehen will. Und genau das frisst an seinem Selbstbild. Narzissten brauchen Bestätigung, wie andere Menschen Luft zum Atmen. Wenn dieser emotionale Sauerstoff versiegt, wird der Kontakt zu dir für ihn unerträglich. Er zieht sich zurück. Manchmal langsam, manchmal plötzlich. Nicht, weil er dir den Gefallen tun will, sondern weil er es nicht erträgt, dich anzusehen und dabei zu wissen, dass du sein Spiel durchschaut hast. Das ist der Moment, in dem du wieder durchatmen kannst, in dem der ständige psychische Druck nachlässt, in dem Raum entsteht für dich, für Heilung, für neue Menschen, die dein Vertrauen und deine Liebe wirklich verdienen. Vielleicht klingt das jetzt leicht, aber ich weiß, es ist ein Prozess. Es braucht innere Stärke, klare Grenzen und manchmal auch Unterstützung, um nicht wieder in alte Muster zu rutschen. Doch wenn du diesen Punkt erreicht hast, hast du mehr gewonnen als nur Abstand von ihm. Du hast dir selbst bewiesen, dass du dich schützen kannst. Und genau das ist der Schlüssel, um künftig keine Macht mehr an Menschen abzugeben, die dich ausnutzen wollen. Deine Freiheit beginnt dort, wo seine Kontrolle endet. Wenn du gerade in einer solchen Situation bist, dann nimm dir eines zu Herzen. Du bist nicht machtlos. Jeder Schritt, mit dem du deine Grenzen klar machst, ist ein Schritt zurück zu dir selbst. Auch wenn es sich am Anfang unsicher anfühlt, jeder kleine Moment, in dem du dich für dich entscheidest, schwächt seinen Einfluss. Vielleicht bist du noch mitten im Chaos. Vielleicht fehlt dir im Moment die Kraft, den letzten Schritt zu gehen. Aber schon jetzt legst du den Grundstein dafür, dass du irgendwann frei bist. Frei von Manipulation, frei von Gaslighting, frei von diesem ständigen Gefühl, falsch zu sein. Wenn dir dieses Video geholfen hat, dann lass gerne ein Like da. So weiß ich, dass dir solche Inhalte wichtig sind. Abonniere den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen, die dir helfen, dich zu schützen, dich zu stärken und dein Leben wieder in die Hand zu nehmen. Und wenn du magst, schreib in die Kommentare, was du aus diesem Video für dich mitnimmst. Vielleicht inspirierst du damit auch andere, die gerade den gleichen Weg gehen. Du bist es wert, dich selbst an erste Stelle zu setzen. Nicht irgendwann, sondern heute.